should I try this time? Try your luck betting on Jade? Relax. Hallöchen, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder. Ich glaube, jetzt nach einer Woche oder so. Habe ich jetzt nicht gestreamt oder so? Weiß immer. Ja, ich habe mir eigentlich auch schon fast überlegt, den abzusagen, weil ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Egal. Wir gucken uns heute so das 4.1 Update an und machen den 3. Akt von der Story Quest. Ob wir den allerdings auch fertig schaffen, weiß ich noch nicht. Es kommt darauf an, wie lange wir jetzt auf jeden Fall damit brauchen, das Update zu erkunden. Aber wie gesagt, ja, vor 11 oder beziehungsweise wenn es geht vor 10 wäre ich hier schon gern fertig, weil Hausaufgaben und so, ne? Ganz genau, weil ich heute sowieso krank geschrieben, aber den Scheiß muss man trotzdem mal machen. Guck mal, da ist noch irgendein Schmachig-Zeugs, den ich sowieso nicht lese. Guck mal, was wir hier drin haben. Oh. Ayaka hat heute Geburtstag. Oh, shit. Ich hab schon lange nicht mehr. Also, okay, so lange habe ich jetzt auch nicht in meine Post geguckt. Aber okay. Ayaka hat Geburtstag. Oh, stimmt. 28. Heute ist der 28. Ne? Ja. Im Kamasato-Clan ist es gängig, ein Essen zu organisieren, um Gäste zu empfangen und wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Dabei spielt Etikette eine wichtige Rolle. Oh, um Gottes Willen. Die Mahlzeit selbst wird zweitrangig. Leider habe ich nie die Gelegenheit, die vielen Köstlichkeiten zu genießen. Allerdings blieb an meinem Geburtstag nach der anstrengenden Arbeit etwas Zeit übrig. Ich ginge also allein zur Teebstube, um endlich diese Köstlichkeiten, die ich verpasst hatte, zu genießen. Im Nachhinein hatte ich jedoch das Gefühl, dass dem Geschmack etwas fehlte, als ich den leeren, abgetrennten privaten Bereich betrachtete, musste ich plötzlich an dich und an die Zeit denken, die wir dort zusammen verbracht haben. Oh ja. Vielleicht spielt die Anwesenheit herzensnaher Personen ebenfalls eine wichtige Rolle beim Geschmack. Das weiß ich nicht. Ich esse meistens allein. Tut mir leid, ich war vielleicht zu eigensinnig und habe dir deshalb plötzlich eine Einladung geschickt. Aber erst in deiner Anwesenheit ist die Köstlichkeit bekommen. Sweet. Dann haben wir hier noch irgendwas von Werbeaktionen. Das Dankeschön. Und Entschädigungen. Ach, bei einem neuen Update kriegt man immer so viele Promotions. Und vor allem, wenn dann auch noch Geburtstag ist. Weil ich bin seit 3 Jahren. Das ist schon wieder zu viel, oder was? Unglaublich. Okay. Es geht wieder weiter, okay? Verbindung ist immer noch schlechter. Ach nee. Reels? Ja. Was haben wir hier? Ja, so. Ja, das ist das Ding. Figuren haben wir Nivellette. Ist neue Figur. Ja, das ist wurscht. Schauen wir uns das nicht an. Ich weiß gar nicht, was die besagte Sonderaktion ist. Es sind wieder unsere Reiseerinnerungen, die wir gemacht haben. Es gab's ja bis jetzt jedes Jahr eigentlich. Dass er immer so einen kleinen Rückblick von seiner Reise bekommen hat. Das ist cool. Wunderbarchen. Es ist immer schön, wenn man sich mal wieder an alles erinnert. Weil viele Dinge habe ich auch vergessen. Darum. Stehen aber teilweise auch manchmal, ich finde, recht witzige Details drin. Erste Jahr stand, glaube ich, drin.
welches Essen ich am liebsten gekocht habe und wie oft ich das gekocht habe. Und mit welcher Figur ich am meisten Slam beschritten habe oder so. Damals war es noch Kasua, mit dem habe ich da über 200 Slam bestritten. Nicht, weil benutze ich ihn ja nicht mehr. Ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Aber naja. Dass das alles so lange lädt. Am letzten Jahr ist wirklich viel passiert. Wenn ich so dieses Americas betrachte. Haben wir wieder viel erlebt, ne? Aber das haben wir eigentlich im jeden Jahr, ne? Nicht immer ganz viel. Zumindest im Spiel, in meinem echten Leben eher weniger. Willkommen in Tibet. Am 16.02.2021 kam die Reisende fix aus einer anderen Welt nach Tibet. Ja, das Datum weiß ich sogar. Das war eine Zeit lang mal mein Passwort. Und das ist, glaube ich, für irgendein Ding immer noch. Yeah. Art Astra Abyssos. Du hast bei der Abenteuergilde schon 892 tägliche Missionen abgeschlossen. Halleluja! Ich hätte nicht gedacht, dass so viele sind. Ui. Das Gebiet, in dem du am häufigsten Missionen abschließt, ist Liebe. Das kann sein. Tägliche Mission, die du diesem Jahr am häufigsten abgeschlossen hast, ist ein kleiner Schritt für einen Heritage. Ja, glaube ich. Fleißige Abenteuer erhalten die Belohnung, die sie verdienen. Ja. Du hast auf deinen Reisen in diesem Jahr insgesamt 203 Errungenschaften freigeschaltet. Ui. Ha! In diesem Jahr! Okay, warte, wahrscheinlich ist das letzte auch mitgerechnet, oder? Am 24.09. Ne, das ist doch die sehr genau. Am 24.09. ist nicht so lange her. Hast du unter Wunder der Welt zuletzt die Errungenschaft, die Geburt der modernen Uhr freigeschaltet. Oh, was war das denn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist deine Reise in diesem Jahr insgesamt 49.148.789 More erhalten. Außerdem hast du insgesamt 34.171.710 More verbraucht. Hoppla. Multimillionärin. Ja? Vielleicht ein bisschen. Oh mein Gott, aber dabei habe ich schon mal gemerkt, dass es so sweet aussieht. Da steht Thronjägerin. Da stand immer was drunter, das habe ich nicht gesehen. Alle Reisenden ist keine Truhe vor dir. Das Reisen ist keine Thron vor dir sicher. Dieses Jahr hast du insgesamt 635 Thronen in Tibet gegeben. Hui! Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Throne aufmache. Oh, hallo Clara. Das ist ein Paket für mich. Talentierte Privatfotografin. Auf deinen Reisen hast du bereits viele wertvolle Erinnerungen und unvergessene Geschichten gesammelt. Dieses Jahr hast du insgesamt 85 Fotos mit deinem Fotoapparat gemacht. Echt? So viele? Also, ja, es ist eher eine kleine Zahl, aber kam mir nicht so vor, dass ich so viele Fotos gemacht hätte. Du hast seit 764 Tagen... Du
bist seit 764 Tagen in Tewat aktiv. Am 24.09.2023 hast du am meisten Besonderheiten gefangen. Es war sicher ein unvergesslicher Tag deiner Reise. Oh ja, an dem Tag könnte ich relativ viele Sternenmuskeln gesammelt haben. Oder irgendwie sowas. War das alles? Kann ich hier den Rest auch noch anschauen? Das ist immer so süß, wie die das machen, ey. Das ist immer so schön gemalt. Weiß gar nicht, wir haben jetzt auf irgendeinen Teleporter gedrückt. Schauen, was da noch so alles drin steht. Es lädt nur alles sehr lang. Weil mein Internet ist eigentlich auch gerade ziemlich beschissen. Schirmmode Schwert. Die Gerichtsverhandlung an das Theater des Opernhauses in gleich statt. Die Wahrheit der Auflösung, was ist schon aufgetaucht? Wo ist die Wahrheit der Prophezeiung? Du hast den Auftrag Kapitel 2. Akt abgeschlossen. Grundlos gefallen wie ein sanfter Regen. Also das kann ich mir hier die Videos... Ah. Ja. Okay. Der letzte Legendenauftrag wurde mit Beljo abgeschlossen. Legendäre erster Akt, Herz des Heilens. Eine Mutter, so ängstlich vor den Flammen und doch so begierig nach dem Licht. Ich schätze, sie kann nur auf den Mond zufliegen. Legendenaufträge 39, freigeschaltet 37, abgeschlossen 37. Ja, ein paar habe ich noch nicht. Wie süß das aussieht. Das letzte Einladungsereignis, das du in diesem Jahr abgeschlossen hast, ist Einladungsereignis KW Pendel zwischen Pech und Glück. Hätten diesen Auftrag gar nicht erst annehmen sollen. Einladungsereignis 18, freigestellt 18, abgeschlossen 18, alle Ausgänge 16. Ja, alle Ausgänge habe ich noch nicht. Ui, höchste Stufe, höchste Stufe, höchste Stufe, höchste Stufe, ich weiß. Städte ansehen. Statue 7. Oh mein Gott, sweet. Boah, wenn ich mich einfach alle Stufen ansehe. Oh mein Gott. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Du hast bereits die Kartenbeschauer Stufe 8 erreicht, Figurenkarten in Besitz 16, Ausrüstungsunterstützung, Ereigniskarten in Besitz 107. Ja, ist eigentlich gar nicht so viel. Meisterin der genialen Beschwörung. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann das Spiel überhaupt nicht. Auf deinen Reisen in diesem Jahr hast du deinen Gefährten schon 120 Mal zu einer Runde genialer Beschwörung eingeladen. Echt? 120 Mal? Du hast 92 Mal gewonnen und 28 Mal verloren. Du hast andere Reisen 52 Mal zu einer Runde genialer Beschwörung herausgefordert und 20 Mal gewonnen und 23 Mal verloren. Oh, ich glaube, das ist alles, was ich mit Lisa gespielt habe. Sonst habe ich keine anderen Menschen eingeladen. Ich glaube, da steht tatsächlich gerade 29 zu 23 oder sowas. Ah, tatsächlich. Da pinnt nämlich eine Strichliste. Das sind bloß die Spiele, die ich mit ihr gespielt habe, sonst spiele ich das nicht mehr. Außerdem hast du 19 dynamische Bildseiten. Ja, mehr als ich Figurenkarten habe. Finde den Fehler. Die Adepten nutzen die Kanne der Vergänglichkeit als Medium, in der sie eine Welt für sich erschaffen. Am 11.05.2021 hast du dein eigenes Kannenreich zum ersten Mal betreten. Du hast auf deiner Reise in diesem Jahr bis 23.070 Punkte Adeptenkraft erreicht. Freundin aus der Ferne. Während deiner Reise haben Einreisende deine Kanne der Vergänglichkeit besucht. Ja, das stimmt. Da war, glaube ich, erst eine Person drin. Haha, lol. So sweet, was sie alles einen immer erzählen. Dinge, die eigentlich ein bisschen unnötig erscheinen, aber irgendwie dann auch ganz gut zu wissen sind. Das nächste ist, glaube ich, Co-op. Zumindest war da, glaube ich, das Co-op. Glaube ich, bin mir nicht sicher.
Ui. Dem Reisenden... Was weiß ich. Okay, da sind wir für gut. Kann ich so sagen, ja, Stufe 19, Stufe 10, Gesamttalent Stufe 16. Neue 5 Sterne Figur. Ah, ich kann auf 4 raus. Ach, ich glaube, das sind so die Figuren, die wohl so meine Lieblingsfiguren sind, die ich so am meisten benutze. Oder irgendwie so, oder die ich am besten gelevelt habe oder sowas. Gesamttalent Stufe 21, auch nicht schlecht. Gesamttalent Stufe 25. Sternbild 6. Ah, da steht sogar dabei, dass ich Sternbild 6 habe. Gesamttalent Stufe 18. Gesamttalent Stufe 30. Okay, kannst du es aber auch Triple Crown, das stimmt. Gesamttalent Stufe 23. Hohe Freundschaft. Neue 5-Sterne-Figur. Neue Sterne Fortuna. Eine 5-Sterne-Figur. Nein, 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 ich war noch nicht fertig. Weg! Ach, geil. Bisher bist du in Tevat mit 49 Fährtengeist, darunter 14 5-Sterne-Figuren und 35 4-Sterne-Figuren. Davon haben 8 4-Sterne-Figuren ihre Höchstmenge an Stellar Fortuna erreicht. Schnell. In deiner Reise bist du insgesamt 7 5-Sterne-Waffen gesammelt. Davon hast du 4 4-Sterne-Waffen bis Grad 5 verfeinert. Stimmt, ne? Hat viele Waffen verfeinert. Ne, habe ich eigentlich nicht. Bisher hast du 26 Nahrungskärtchen erhalten, weil deine Freundstufe mit deinen Gefährten 10 erreicht hat. Hat überall ein Thema dran. Das ist so süß, was für kleine Titel wir da immer kriegen. Okay, ich habe das erste Zeit nicht angefangen, aber egal. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Dann haben wir hier noch irgendwie so ein Schwert oder so. Lass uns mal gucken. Was haben wir da? Meister der Monstervertreibung. In diesem Jahr hast du 14.676 gewöhnliche Monster besiegt. Ah, ich glaube, man stellt fest, ich investiert zu viel Zeit in das Spiel. Davon hast du 18 Bestien heiliger Knochen besiegt. In diesem Jahr hast du 2084 Elite-Monster besiegt. Davon ist Mittelschon mit Feueraxt das Elite-Monster, das du am häufigsten besiegt hast. Nämlich insgesamt 412 Mal. Boah, das sieht man ja auch überall. Schwerer ist das Fangen von Anemo-Kristallschmetterlingen. Du hast auf deiner Reise dieses Jahr insgesamt 276 Anführergegner herausgefordert. Davon ist Anemopsase der Anführergegner, den du am häufigsten herausgefunden hast, nämlich insgesamt 56 Mal. Ja, aber ich hasse diesen Boss mittlerweile, weil ich ihn so oft herausgefordert habe. Er ist so einfach, aber ich schieb so einen Hass auf das Ding. Ewiger Herr der geheimen Weisheit. In diesem Jahr hast du insgesamt 16.770 Punkte, also sprich das Harz verbraucht. Echt? Tatsächlich so viele. Du hast 999 Mal angereichertes Harz hergestellt, was insgesamt 52 einprägsame Gegner ausgefordert. Was sind einprägsame Gegner? Davon hast du Jewelry Werkstatt am häufigsten herausgefordert, nämlich insgesamt 12 Mal. Achso, die Weekly Bosse, oder? Ja, Jewelry Werkstatt ist, glaube ich, das Grabos. Ich finde, das ist alles so süß hier. Häufige Besucherin, das wäre des Segens. Dieses Jahr hast du insgesamt 197 Slam bestritten. Tatsächlich nur so wenig. Okay, ich spiele gerade irgendwie nicht gerne Slam. Gedeihe der Elemente Blüten des Reichs wurde 0 Mal aktiviert. Ja, aber wann mal soll man... Das Blüten des Reichs... Ja, was soll man das denn machen? Das bringt ja bloß Mora. Ich habe genug Mora. Gedeihe der Elemente... Der Offenbarung wurde 169 Mal aktiviert. Ach, tatsächlich so oft. Da ist Zeit. Ach nein, Abyss. Ha. Ja, nee. Abyss reden wir bitte nicht. Und dann gucken wir auch in das letzte rein. Und dann gibt es noch da so einen Jahresrückblick, der hat aber noch Schloss aufgebaut. Ich weiß nicht, wie man das aufkriegt. Ui.
Ah, Monster! Bächen schwingende Lieder. Die menschlichen Eltern sind Abenteurer. Alle helfen mir und auch ich helfe jedem, so Mensch als auch Wölfe. Ah! Das war das Weinfest. Das war so süß. Hauch der Windblumen, die Blume, die nicht existiert. Der Wegweiser, der sich niemals verirrt. Der Mensch, der nicht lügt. Die Legende, die niemals endet. Akitsukimu Dameshi. Vor hunderten von Jahren begegnen sich Yokai und Menschen beim Mikawa-Blumenfest. So feierten sie gemeinsam. Der Wettkampf ging schließlich unentschieden aus und die beiden schlossen eine tiefe Freundschaft. Aber werden jetzt nochmal so alle Events dargestellt, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren oder sowas. Oh, Aranara! Und Sayu? Inwiefern passt das zusammen? Feuerwerk! Ui, wir sind beim Laternen-Ritual, glaube ich. Nacht der Kristallklang, Seitenklangs. Ein Fest der Klänge, bei dem Adepten zusammenkommen. Menschen, die ihre Gläser anstoßen und für Glück im nächsten Jahr beten. Nächstes Jahr wird bestimmt ein gutes Jahr. Wettbewerb intelligenter Pilze. Geschichten zwischen Menschen und Pilzbestien falten sich nicht als Meister und Diener, sondern als gleichwertige Partnerschaft. Ja, so wie sich's gehört. Versammlung der Erleuchtung. Etwas nur zu leugnen kann ja zu keinem Ergebnis führen. Ich bin nicht wie er. Ja, diese Unterschiede zwischen Kabe und Dory ist einfach Meilen. Okay, sweet. Ich denke mal, die ganze Zeit ist schon richtig spät, aber haben wir es erst halb 9. Jetzt wird es hier so schnell dunkel draußen. Fällt mir überhaupt nicht. Oh! Jahresrückblick. Okay, um die Erinnerung an die Reise zu bearbeiten. Wenn du mit Freunden deinen Daten verlegt, du erhältst eine Belohnung im Spiel. Das wäre der Titel des Jahres. Außergewöhnlich exzellent süße. Tag drüber goldene Meteoritenmaskottchen unter den Adepten bekannt. Bitte wählen. Doch, Lübecker heißt Familie, ne? Wähle deine Reiseerinnerung des Jahres. Kampf gegen gewöhnliche Monster, Kampf gegen Anfängergegner, ursprünglich Harz und Gebietssauer. Gewohnten ab. Nein. Ach, da oben ist auch noch was. Ah! Gesamtaktive Tage, abgeschlossene Missionen, gesamte Menge an Mora in diesem Jahr, gesamte geöffnete Truhe und Reiseunterhaltung, binäre Schwärung, Erstatemzug, bekannte Vergänglichkeit, Begleitung von Gefährten, Waffen, Sammeln von Namenskelchen. Die Schlüsselwörter des Jahres, Hashtag hat Shikunokam, der die Kraft eines wahren Gottes besitzen, mehrmals herausgefordert. Mora, Multimillionär bei der Bank des Nordens. Gesamtaktive Tage. Hashtag 1000 Tage begleitet. Oh, einen Gefährten wählen. Was haben wir hier? Ah, ist das süß! Einen Gefährten wählen. Ich wähle Skara. Ne, damit Freunden den Daten vielleicht noch. Okay, wir lassen das jetzt einfach hier mal so stehen. Weil so schnell finde ich jetzt, glaube ich, keinen Freund, mit dem ich das vergleichen kann. Aber es ist so süß, jetzt for real. Ich finde das so niedlich immer jedes Jahr. Mini-Molekuse, was auch immer das ist. Halt, oh scheiße, das habe ich nicht mal erwischt. Mini-Molekuse, was ist das? Ein winziger Oktopus, der in den Tiefen des Ozeans leben sollte, vielleicht aus überbordener Neugier oder Reiselust. Er ist schon als Jungtier dafür bekannt, das Meer zu durchstreifen. Sollte er einem Lebewesen begegnen, das ihm gefällt, ist er auch bereit, ihm überall hinzufolgen. Aber weiß, zu was er noch ranwachsen wird. Ich nehme dich mal mit. Oh, hallo, Sweetie. Dann haben wir was auf der 1. Ja, die Missionen sind nämlich geupdatet worden. Durch das Abschließen von Aufträgen, das Sammeln bestimmter Objekte, das Öffnen von Truhen oder das Erhalten von Aktionsbelohnungen erhältst du Trainingspunkte. Diese kannst du anstelle von täglichen Missionen im Austausch gegen Missionsbelohnungen nehmen. Ja, das kann man hier machen. Natürlich gibt es nach wie vor noch die täglichen Missionen, aber
Das muss man jetzt nicht mehr unbedingt machen. Man kann jetzt sehr viel mehr machen. Was habe ich hier? Oh. Vorbereitung gibt es jetzt auch noch. Bitte erst in Kapitel 1. Achso, jetzt habe ich schon. Hä? Warum? Ach nee, das ist neu dazugekommen. Safe. Weil das hätte ich sonst schon abgegeben. Weil ich habe ja sonst alles. Damit reisen wir. Nicht abgeschlossene Legendenaufträge. Ja, neue Legendenaufträge sind nämlich auch gekommen. 2 Stück. Zwar einmal von Nivelette und es kommt dann noch der von dem anderen Typen, wie ich nicht weiß, wie man ausspricht, der in Phase 2 im Band rauskommt. Verisle oder so. Keine Ahnung. Ich habe im Englisch, ich habe so gut aufgepasst, das Special-Programm, wie man den ausspricht, aber ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Naja, ja, nervt mich nicht. Hier sind auch wieder ein paar Events da. Und, der Probe. Halt, das war jetzt der Probe. Mann, warum drücke ich da dann immer drauf? Da ist nichts Neues dran. Wochenaufträge. So. So, hier. Hier gibt's ein neues Event, Probelauf, Storyquest, Legendenauftrag, neues Gebiet und, neuer Boss. Wir schauen uns erstmal den Probelauf ein bisschen von Nivelette an. Ich hab tatsächlich schon einen Ten-Pull für ihn gestern gemacht, in der Früh. Bevor ich in die Schule bin. Habe ihn, nicht bekommen. Oh Wunder. Gucken wir nochmal an. Waffe ist ja ein Katalysator. Der andere Typ ist übrigens auch Katalysator. Er hat Lehre des ewigen Flusses, das ist eine 5-Star-Waffe. Er hat Set-Bonus Schattenjäger. Oh, Schattenjäger hätte ich mittlerweile viel. Obwohl ich die gar nicht haben wollte. Talente und ja, das da ist so ein Ding. Sternbild weiß man nicht. Und was genau seine Hydro-Kraft vorgibt, weiß man nämlich auch nicht. Weil, ist das Ding, es steht ja überall Vision, beziehungsweise göttliches Augen. Bei Nahida steht Gnosis, weil sie hat ja kein göttliches Auge, sie hat ja göttliches Herz. Eigentlich. Obwohl, das hat sie eigentlich auch nicht mehr, keine Ahnung. Bei ihm steht nichts. Das ist strange. Aber gut, auf jeden Fall, das ist, und ich kann hier auch so gedrückt halten. Man kann sowas machen. Allerdings, wenn ich das auflade, wenn das... Gibt er sich selbst Schaden. Das ist natürlich nicht so schlau, das zu machen, bevor ich das Ding überhaupt angefangen habe, aber... Egal. Ja, mit diesen Kügelchen da kann er sich dann allerdings heilen, wenn er dann wieder seine Attacke macht. Also, ja, dieser... Das sieht so majestätisch aus. Darum... Es ist nicht so schlimm, dass er Schaden kriegt. Wobei er kriegt halt, macht auch nicht mehr Schaden, desto weniger Leben er hat. Er verliert halt einfach nur genauso. Das gleiche wie bei Schau eigentlich. Er verliert es einfach nur, weil er es kann oder so. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise weil er es nicht kann. Yeah! Und auch für alle die jüngeren Spieler von euch, es sind die, wie ist das? Die Weltstufen-Quests, um die Weltstufe zu erhöhen, diese Sphären sind einfacher gemacht worden. Zum Glück. Damit die neuen Spieler nicht auch so leiden mussten wie ich damals, weil ich habe damals wirklich teilweise dran gestruggelt in diesen Kacksphären. Ja, ich kann es euch jetzt halt nur leider nicht zeigen, ne, aber ich bin da überall schon drüber. Aber, egal. Yeah, das ist den letzten Rest kennen wir schon, darum den mache ich mal irgendwann alleine. Aber jetzt auf jeden Fall haben wir so neue Gebiete und Fontänen. Ich glaube, da kann ich gar nichts machen. Oh, hier gibt es nämlich 2 neue Statuen und wir steuern doch direkt mal auf beide drauf. Weil, dort im Wasser befindet sich dann auch das Gefängnis von Fontaine. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber das ist halt eher... Relax.
Scheiße, ich glaube, mein Headset hat gerade gespackt. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone Nein, can't schreibt's handle immer it, noch? maybe that's their problem. Okay, ich glaube, es ist alles wieder gut, glaube ich. Müsst ihr mir sagen, wenn noch irgendwas scheiße ist. Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen zu viel bewegt. Jedenfalls ist dieses Gefängnis, wie auch im Programm gesagt wurde, eher so, beziehungsweise in den Trailern, eher ein Ort für Verbannte, könnte man fast schon sagen. Oh, hier ist irgendwo ein Ukulele. Lass mich diesen Ukulele holen. Wo denn? You're so happy just to see the sun Yeah, again. I'm happy to see the sun How again, ja. childish. Oh, wo ist er denn? Ach, der ist auch da unten. Bruh. So genau habe ich mich hier hinten umgeguckt. Okay. Aber hier oben sind mir schon, da oben sind mir schon diese Wasserblöcke. Die kommen auch an, ein paar Rätsel lösen, ein paar Schätze finden. Weil das Gebiet, das wir jetzt eigentlich so sehen, ist so ein Gebiet, wo mal so ein Institut stand und da gab es ein Experiment und dieses Experiment ist schiefgegangen und die haben alles in die Luft gesprengt. Und darum setzt er auch jetzt irgendwie so quasi die Schwerkraft so ein bisschen auf. Was für ein das so ein Ort ist das so heruntergekommen und schäbig. Ja, das habe ich gerade erklärt, Palme. Hättest du mir mal zugehört. Ja, und deswegen ist ja quasi eigentlich auch die Schwerkraft so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Das mag ich schön. Oh, was ist das? Subduktionseinheit. Ein Roboterkäfer? Oh, okay. Wir haben Onikabutung, wir haben Skarabäuskäfer und jetzt auch diese Dinger. Yay! Da ist auch schon der neue Boss drin. Gar nicht so viele. Gar nicht so viele Teleporter. Wir steuern aber erstmal direkt die Statue da drüben an. Habe ich die jetzt angedingst? Habe ich, ja. Und dann gucken wir uns ein bisschen genauer um. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie wir mit den... Wie wir mit der Story vorankommen. Wie weit wir überhaupt kommen und wie lange der Stream geht. Habe ich heute tatsächlich nicht so einen wirklichen Plan von. 40 Minuten haben wir jetzt schon hinter uns. Ne, nicht mal 35. 35. Jo, stimmt. Ich habe doch vorhin so einen komischen Guide zu diesen Pflanzen da bekommen. Habe ich ja gar nicht durchgelesen. Was ist denn an diesen Pflanzen so besonders? Kann ich kaputt machen? Kann ich kaputt machen. Ach, was? What the fuck? Beschütze die Pflanze da? Nichts Besseres zu tun? Ach Mensch. Nerv mich nicht. Geh kaputt. Ah, das hat so... Oh, sweet. Okay. Dann gehen wir zur anderen Stadt rüber. Oh, will so unbedingt diese Wasserblöcke da irgendwie rein. Kann man ja irgendwie reinspringen? Ja, bitte eine schöne Figur. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon lange daran überlegen, ob ich meinen Die-Look austausche. Aber am ehesten würde ich das mit Lenny tun. Würde ich ihn durch Lenny austauschen und den müsste ich erstmal noch aufleveln. Und vor allem Artefakte holen. Oh, ich wünsche mir, es gäbe jemanden, der für mich diese scheiß Artefakte farmen geht. Oh Mann. Artefakte farmen ist das Schlimmste. Oh, da ist ein Aussichtspunkt. Yeah. Ab zur Statue. Es sind ganz viele. Mecha wieder, aber ich möchte eigentlich Mecha farmen gehen. Weil ich brauche diese Kackzahnräder von denen. Surprise, surprise, ich habe keine Lust, die Farben zu gehen, weil ich die Mecha genauso wenig mag wie Artefakte farmen. Ja. Sagen, mittlerweile ist das Aufleveln von Figuren für mich eigentlich nur was sehr Nerviges. Früher machte ich es voll gern. Ich habe es geliebt, Charaktere aufzuleveln, aber mittlerweile ist es was, das mir richtig auf den Sack geht.
Bietet irgendjemand einen Leveldienst für mich an? Bezahle ich auch. So 1 Euro pro Stunde. Ich weiß nicht, ich finde das mittlerweile richtig schlimm zu leveln. Selbst sagen, ich will eigentlich so Freminute, Linnet und Linny, ich möchte sie alle unbedingt leveln. Ich möchte auch eine Villette haben und den schwarzhaarigen Dude, von dem ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Sie alle haben, ich glaube, ich krieg sie nicht alle, weil ich bin so ein bisschen Mangel am Promogems. Aber so, you know, so. Verschwinden die Ankehle? Nee, ich kann sie trotzdem noch. Ach, das ist wieder so ein Schmarrn. Nee, das machen wir nicht. Aber ich hätte sie trotzdem alle beide gern. Und ich hätte auch gerne alle beide gelevelt. Ich glaube zwar nicht, dass ich für alle beide Verwendung haben werde, vor allem ich glaube nicht, dass ich eine Villette benutzen werde, großartig. Außer vielleicht, um Bilder mit ihm und den Ottern zu machen, die ich übrigens noch nicht befreit habe. Weil die muss man ja erst befreien, an 4 Punkten, glaube ich. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir zwar einen TikTok gespeichert, wo mir das gezeigt wird, aber ich habe es natürlich noch nicht gemacht. Oh, ich habe mir noch so viele TikToks gespeichert, wo ich irgendwas drauf sehe, was ich noch machen will. Ich habe nichts von dem bis jetzt gemacht. Sind nur gespeichert. Oh, ui, das schaut interessant aus. Da ist auch wieder ein neuer Boss. Diese komische Maschine, die quasi eigentlich eher auch mehr oder weniger für diese Explosion dann da verantwortlich gewesen war, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, sieht aber voll cool aus. Sieht richtig cool aus. Cool. Not bad, not bad. Irgendwo hier war gerade ein Zeitauswahl. Da. Machen wir doch gleich mal mit. Und dann bewegen wir uns in diese Wasserblöcke. Wie sehr ich jetzt das Dings noch anschaue, weiß ich noch nicht, weil ich würde halt schon gerne auf jeden Fall mit der Story anfangen. Ich weiß halt nicht, wie lange sie dauert. Dauert safe wieder Ewigkeiten. Wenn ich mir dran denke, Akt 1 und Akt 2 habe ich in 3 Parts aufgeteilt. Und so viel Zeit habe ich nicht, weil wie gesagt, ich muss Hausaufgaben machen und irgendwann muss ich dann auch ins Bett, weil morgen ist Freitag, dann muss ich in die Schule. Wie jeder andere normaler Mensch auch. Zumindest sind jeder andere normaler Schüler. Manche Menschen müssen dann freitags arbeiten, das ist aber auch nicht besser. Ne, doch, eigentlich schon, da kriegt man Geld für. Ah. Okay, da hinten ist noch irgendwo ein Okuli. Aber erstmal holen wir den. Ist der unten? Ist der weiter unten oder so? Ja, da ist er. Nehmen wir doch alles gleich mal mit. Und da unten ist noch ein Teleporter. Alter, hier schwirren irgendwelche kleinen Viecher rum und die nerven mich gerade, weil die ganze Zeit von meinem Bildschirm hin und her fliegen. Yeah. Boah, das sieht voll cool aus. Ich muss sagen, ich liebe diese Berge. Ich finde diese Berge so schön. Ich würde eigentlich gerne so eine Box rein. Aber ich glaube, ich mache das dann privat, wenn in diese Box reinzukommen. Weil ich weiß noch nicht so genau, wie ich da hochkomme. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen zu lange dauern, weil, wie gesagt, ich möchte die Story ein bisschen spielen. Zumindest ein bisschen anfangen zu spielen und weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das heute nicht fertig machen. Also ich habe mal gesehen, wie viele Stunden die in Fontaine gehen soll, aber Physik nicht mehr. Warum sollte ich es auch wissen? So, you know. Warum sollte man? Aber warte, was mich jetzt gerade interessiert, gibt es noch, wenn man alle Daily-Missionen abschließt, hier diesen Bonus bei der Abenteuergilde? Gibt's das noch? Oder ist das jetzt weg? Doch, Belohnung für tägliche Missionen gibt's noch. Bro, dann kann man ja voll absahnen, so einmal am Tag, wenn man das alles macht. Richtig geil. Ja, aber wollen wir noch einen Poll machen? So. Hoffen, dass ich so Streamer-Lack habe. Okay, bei mir existiert sowas wie Streamer-Lack nicht, aber ich bin kein Streamer, kein richtiger. Aber warte, wir müssen zuerst. Obwohl. Nein, ich traue mich nicht, das Glücksritual durchzuführen, weil ich weiß nicht mehr genau, wo der Händler ist, der die Fonta verkauft. Aber ich glaube, das ist irgendwo hier.
Ist, obwohl das ist Untergrund, sehe ich gerade. Okay. Oh mein Gott, hab mir voll umsonst Sorgen gemacht. Und da ist der Typ. Bra. Das Glücksritual von Fontaine soll nämlich sein, bei einem Essenstypi da, der da auch markiert wird, die 5 Fonta zu kaufen. Wir probieren. Weiß ich, in Sumeru hat es mir tatsächlich... Sumeru hat es mir Glück gebracht. Also mehr oder weniger. Ja, weil da habe ich das gemacht und dann habe ich Instant Scaramouche bekommen nochmal. Also auf sie, was weiß ich, habe ich ihn dann gekriegt. Aber das... Doch, warte, was wollte ich machen? Ich wollte das Rezept lernen. Genau, das wollte ich tun. Let's try it. Ich habe safe gegangen. Warte. Wie viel Pity habe ich? 5, 10, 15, 19. Ich habe 19 Pity. Wann soll ich Child bekommen? Aber ich wollte Child nicht haben! Also schon, irgendwie wollte ich ihn schon haben, aber ich wollte ihn in dem Moment nicht haben. Da wollte ich bloß Prominent haben. Also ich will schon seit der ganzen Weile Child haben eigentlich. Weil ich das cool finde, wie er immer switchen kann zwischen Bogen und seinem anderen Dings da. Aber ganz genau wollte ich ihn auch irgendwie wieder nicht haben, weil ich wollte bloß Prominent haben. Wollte gar keinen Vibes und hab dann Mona und ihn bekommen. Egal, ach halt, ich hab nicht mal genug. Bra, bin ich dumm. Ach schon, wir brauchen 1610. Ups. Okay, dann vergessen wir das bitte wieder. Wir können theoretisch jetzt noch ein bisschen Event machen, ne? Aber... Ne, machen wir nicht. Wir machen jetzt Story. Wir machen jetzt Story. Ich hab's... Was ist das da eigentlich wieder? Ah. Ich hab auf dem Bild... Ich habe reingeschrieben, dass wir Story machen. Wir machen jetzt auch Story. Okay. Let's go! Let's go, boys and girls. Let's start. Let's at least start. Wir haben ja bestimmt alle schon Spoiler gesehen, wenn es nicht vielleicht sogar schon selber gespielt hat. Und wir kommen da unten ins Gefängnis. Bin eigentlich voll gespannt drauf. Bin voll gespannt drauf, was da wird. Und vielleicht lerne ich dann auch endlich, wie man den einen Typen ausspricht und merk's mir dann auch. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Na, wenn wir uns ausruhen wollen, dann könnten wir uns doch auf einen schöneren Ort aussuchen, oder? Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Sag, was du willst, Palmion. Oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Aber sag ja nicht, wer der Täter ist, ja? Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. It's actually pretty good. Bist du das jetzt fertig mitlesen? Wow, bist du langsam. No, Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Das sind Huh? Who are you? wir? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Phew, looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Ist was? Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilat wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Oh. Let? He wants to see us again already? Huh.
We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Marmonia and asked Monsieur Norvillet in person. Okay. If you say so, but Herman has a bad feeling about this. Ja, überall, wo wir sind, ist Now Ärger. that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks. We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Jo. Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser. Kapitel 4 oder 5. Ich weiß nicht genau. Akt 3. Ich war in Mathe nicht so gut, dass wir römische Zahlen hatten. Aber ich glaube, es heißt Kapitel 4. Oder? Weil das ist die 5. Nation. Monster ist als Prolog gesehen, ist Kapitel 4. Doch, die kleine Zahl ist von, dann ist das abgezogen. Das ist Kapitel 4. Ich weiß doch noch was von Mathe. Oh, ich weiß gar nicht, habe ich dieses Jahr wieder römische Zahlen? Weil ich glaube, ich habe einmal gesehen, dass die 10. Klasse römische Zahlen hatten. Aber da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Das, was ich jetzt in Mathe habe, reicht mir schon. Und dabei habe ich das tatsächlich mittlerweile einigermaßen verstanden. Mögen tue ich es trotzdem nicht. Nivelet! Ich bin hier! Ja, gecallt. We're here. Did you want to see Wir beide und ich einfach das Gleiche sagen. Oh mein Gott, ich kann Gedanken lesen. Ich kann die Gedanken von der Spielfigur lesen. huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Es Yes, ständig so I viele did Fragen. send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Ah. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? Wie sie guckt. I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. Okay. The situation is this. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? Oh ja. Oh ja, Rick möchte seinen Kumpel heraushaben. Zeit. I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Der hört sich irgendwie so nervös an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Vroni nicht so ein guter Gott ist eigentlich. So. Sagen, ich mag sie irgendwie nicht. So ihren Status als Gott hat sie irgendwie nett verdient, finde ich. Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Ich weiß nicht, was es ist. Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Sie eckt aber ziemlich auf ihren Status als Gott darum. Das nervt mich irgendwie auch so ein bisschen. Besides, you'll be at the meeting.
If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. Ich habe die ganze Zeit unterschätzt gelesen. Ich so, ja. Überschätzt macht dann schon wieder mehr But Sinn, ne? more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. So ein kleines Crybaby, really. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by Ja, many. das heißt, verhalte dich endlich auch wie ein Gott und nicht wie ein Kleinkind. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Wie er guckt. Überhaupt keinen Bock. Auf Rinas Bestehen ist der Zeitpunkt für das Treffen mit Erika gekommen. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? Oh Gott, was hat sie für Augen? Bedienstete die 4. unter den 11 der Fatui. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Der hat irgendwie so überhaupt keinen Hello. Bockfresse. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. Ja, das wirklich sagen, wie genau sie eine Teeparty veranstalten wollen, wenn sie alle einen halben Meter vom Tisch weg sitzen. Also da könnte ich mich ja noch zwischenchillen. Zwischen Tisch und ihren Beinen. Das ist irgendwie so. Irgendwie ist alles in so einem Fontaine so übermäßig groß. Ich meine, guckt euch mal diese Teetassen an. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Ja. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well.
I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the Fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The Fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. Deswegen hat Vroni ein Billett mitgenommen. Der weiß ja überhaupt nicht, was er sagen soll. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Lenny did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Ja, sie ist ein harter Gegner. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the Fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Ist er ausgebrochen? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. Ja, ich würde uns schon als Freunde bezeichnen. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the Fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. Wir müssen es verknacken. Okay. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Aber warum wir? Wäre es nicht einfacher und praktischer, es einem Beamten von Fontaine zu überlassen? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. Ja. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. Ah ja. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention.
This will save us a lot of unnecessary trouble. Okay. So, are you two willing to accept my proposal? Okay, which Child unser Freund ist. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. Of course. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, okay. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. Ja. On second thought, is it too late to back out? Das fällt dir jetzt erst auf? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Ja, sicher. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Oh, übrig geblieben? Okay. Okay. Dann gehen wir noch einmal schön futtern. Bevor wir uns einsperren lassen. Wow! Warum sind wir im Inland Verbrecher? Nein, in Monster waren wir noch keine. Da waren wir nur Helden. In Liebe waren wir mal mehr oder weniger, waren wir auch gesucht worden. In Inazuma waren wir richtige Verbrecher und... Nee, ja, ich würde sagen, so mehr so halb. So. Wir haben uns ja gegen die Akademie ausgelernt. Die Akademie ist uns als Verbrecher gesehen. Und hier lassen wir uns auch wieder einsperren. And that? Oh, and one of those two? Ooh, and no Fanta, thank you. Du hast eine Menge bestellt. Hast du nicht gerade noch eine Billettkuchen aufgegessen? That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. Here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Nee, ich auch nicht. Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? Oh nein! Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Oh. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. Dürfen wir nicht. No way! We would never! We're just going there to... Hachi! Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. Ja. You're being arrested for that? Ja. Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing Ja. theft. Wir haben das Ende von einem Kriminalroman öffentlich verraten. Ja. You mean Paimon really did something that serious? Siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. Sorry, Paimon really messed
nothing particularly newsworthy after all. Nein. Oh, how disappointing. Schade. Oh, Tut mir right. leid. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Meripede, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. Warum? He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the Fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free, so this meal is on me. Alright, you got a deal. Ach, es ist, als hätten wir schon genug zu tun. Ja, also ich glaube, gibt es in Fontaine nicht sowas wie Datenschutz? It's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Das musst du Palmen sagen. Oh, Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? Okay, wo geht's denn? Oh, in die Opera. Okay. Beziehungsweise, haben wir einen richtigen Gericht oder wird das eher so mehr hintenrum gemacht mit unserer Verurteilung oder haben wir wieder so eine richtige Show? Ich glaube, wir haben eine richtige Show. Sieht so aus, als müssten wir rein, oder? Oder schleichen wir uns dahinter vorbei? Ich weiß gerade nicht. Ja, wir schleichen uns dahinter vorbei. Okay. Da hinten ist er. Nivelette! Da sind wir! Alright, Neverlect, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the Fortress of Meripede from Irenaeus. Hui! Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the Fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very shrewd fellow. Wriothesley, okay? Wriothesley. Ich muss mir das merken. Okay. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. Okay. The Duke rarely ever leaves the Fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. Ich werde mir das merken. All right. That's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, Got it. we won't let you down. Wir haben schon so viel geschafft. Das schaffen wir auch. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch.
Like we would try. Ja. Follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the Fortress of Meripede. Got it. Okay, Hinweis. In anderen Aufträgen verwickelt. Aktueller Auftrag. Zum leuchtenden Sternen tief im Wasser. Durch Fortsetzen der aktuellen Auftrags werden einige Auftragsorte folgende Aufträge beansprucht. Fortsetzen dieser Aufträge ist in dieser Situation nicht möglich. Die unvollendete Komödie Weltauftrag. Wisst ihr den aktuellen Fortsetzen? Kannst du dafür... Aber was ist das denn? Weltauftrag, wurscht. Aktuellen Auftrag fortsetzen. Weltauftrag ist uninteressant. Okay. Wir gehen jetzt freiwillig ins Gefängnis. Hm. Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Ach, das ist nicht das erste Mal, dass wir irgendwie abgeführt werden. I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their Stimmt, das problem. kann man eigentlich auch so besuchen, eigentlich. Da sind ja noch so, wie man sieht, schon ein paar Hydro-Oakley unten und so. Man kann den so frei besuchen. Habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Okay. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. Sind wir deswegen jetzt hier? Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Die hat sich ja so begeistert und ich glaube, die ist schon mittlerweile nicht mehr ganz so Okay, begeistert let von me dem see. Beruf. You are the Traveler and Paimon, correct? Ja. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Was hat denn der sich da ausgedacht? Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. Considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Tja. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Ja, dann mach mal hin. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Schön. Right. But be sure to catch Paimon's good side. Es sind sowieso Schwarz-Weiß-Fotos, also. Wie sie guckt.
And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. 45 Tage. Oh, Der ist aber schon einige Zeit, my ne? name is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Schnauze. Also, wenn so Leute mit mir reden, dann würde ich selbst im Gefängnis dann Ausraster kriegen. Das wird mir dann zwar wahrscheinlich nicht gut tun, aber... Oh, da tropft's von der Decke. Die will noch krank da unten. Are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Na, schön, dass es so gesprächig ist. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? Du wirkst dich wie ein Wache. Warum wurdest du geschickt, um es zu empfangen? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Ah ja! Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. Ah ja. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Ah ja. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Ah. Sag mal, hast du eigentlich einen der von neue gesehen? Okay, antworte mir nicht. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. Ah. So all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Okay. Ja. Jetzt glaubt, dass wir keinen Auszug bedienen können, oder was? Ist das Ding da? Ne, ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie drum gehen. Ah, da. Quit following me. Ach. Also nur weil Fontaine der einzige Ort ist, der Aufzüge, solche Aufzüge hat, das nicht unbedingt können. In Lübeck gibt es ja auch einen, so einen Seilaufzug. Einen. Okay. Oh, da müssen wir irgendwie weit nach unten fahren, habe ich so das Gefühl. So,
even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Nee, eigentlich hat man ein ziemlich tolles Leben. Ja. Geh in die Ecke. Nette Anweisung. Ach, übergibt uns hier jetzt an den Typen da oder irgendwie so? Dass der uns weiterführt? Ich glaube schon. Nee. So this is the actual entrance to the Fortress of Meribed? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Du bist erzählt, so entspannt es scheint. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Also wenn man uns entlarvt, dann könnten wir wirklich hier eingesperrt werden. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. Ah, danke. Okay, dann. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Auf was soll das heißen? Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. Was? When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Yeah. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Schon bist du... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today. Lovely weather today! Ja, wo du das Wetter heute schon gesehen hast. Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meribed had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Ja. Passt schon. Danke. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting. I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Tschüss. Wie er sich freut. Wie sweet. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meribed.
I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Lass uns erstmal folgen. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Ja, sollten wir, weil sonst glaube ich, verlaufen wir uns hier ganz schnell. Ist das richtig, die Richtung, in die wir laufen schon, ne? Ja. Aussichtspunkt! Der Gute hatte ja so eine kleine Reform durchgeführt und seitdem soll das Leben hier unten ja ganz entspannt sein. Beziehungsweise eben so, dass die Leute nicht mehr gehen wollen. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're difficult to handle? Ja, ich glaube, dann hätten wir jetzt schon längst Ärger gemacht. Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. Wow. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Ja, ja, sicher. Da fliegt, glaube ich, jetzt auch noch eine Mücke rum. Ach, die Scheißviecher, ey. Dass die immer von meinem Bildschirm rumfliegen müssen. Sucht euch doch einen anderen Ort um. Ein Zimmer ist zwar jetzt nicht so groß, aber ihr müsst euch nicht alle von meinem Bildschirm versammeln. Wo ist denn hin? Wait, wir müssen darüber. Ja. Okay, wir hätten noch einfach außen rumlaufen können. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested?
But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Ich habe das Gefühl, du kennst mich besser, als was ich glaube. Hm? So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Huh. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? Nein, bitte nicht. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Ja, bitte. Schön, dass er Paimon immer unterbricht, weil sonst redet er wieder zu viel. Ja, aber der Typ ist, also bis jetzt ist er eigentlich noch voll nett. Also, ich mag ihn. Sympathisch, der Bre. Für das, dass er eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur selten Sonnenlicht sieht. Habe ich so das Gefühl, sieht auch nicht so aus, als würde er schon irgendwie am Vitamin D mangeln. Warte, Höhe? Oh, tatsächlich, Höhe. Warte, ist das ein Aufzug da? Nee, das ist ein Büro. Ups. Wie komme ich nach oben? Nee, nee. Das schaue ich mir irgendwann mal anders an. Oder schauen wir uns mal irgendwann anders an. Erstmal spielen wir die Story. Okay, aber warte, wie kommen wir nach oben? Ach, jetzt wird uns der schöne Pfeil angezeigt. Ach so, da ist eine Treppe. Nee, da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir hin? Dahinter. Okay. Ist dahinter irgendwo eine Treppe oder irgendwie sowas? Nee, da hinten ist ein Aufzug. Okay, das geht natürlich auch. Warum sollte es Treppenfontänen gehen? Sie haben Aufzüge. Da ist noch irgendwas. Das ist da. Okay. Wunderbar. Warte mal. Heißt das, dass ich jetzt hier nichts mehr für das Zeug bekomme? Oh, tatsächlich nicht. Schade. Hatte ich kurz gekauft. Wait, seht das jetzt als 4 tägliche Missionen? Ja, tatsächlich. Warte. Hol die belohnte täglichen 4 Missionen. Ah, jetzt steht das anders da. Okay, jetzt ist umgeschrieben worden. Was ist noch? Achso. Sagen so, rote Ausrufezeichen triggern mich immer so ein bisschen. Muss ich immer wegmachen. Okay, dann let's moving on. Wo geht's weiter? Will ich da hoch? Ich glaube, ja. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Gott, die haben irgendwie alle irgendwie ein bisschen Angst vor ihm, habe ich das Gefühl. Jeez. That guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry. Forgive my manners. Wow. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place, and you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. Oh, okay. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Oh, wow. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences,
but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Dankeschön. Let's move on. The tour continues over this way. Oh. Was macht Lenny denn da? Hä? Oh! Ja. Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. Was machst du hier unten? The only thing you should Bist du auch be seeing is the eingeschweißt work in worden? front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard Hat ihm sein Vater jetzt hier unten eingeschleust? Auch. Ist jetzt irgendwie witzig, wenn wir beide das gleiche Ziel haben. Unwissend voneinander. Okay. Hä? Wir haben uns jetzt einfach mal nicht gesehen. Oh, hier gibt's eine Klinik? Okay, logisch. Irgendwie. Metallisch. Melusine oder ein kleines Mädchen? Ah, nee. Das ist das kleine Mädel. Jetzt hat man mal den Trailer mit ihm. Ich hab schon wieder vergessen, wie seinen Namen. in the infirmary at a time like this. Oh no, you didn't injure yourself, did you? Wyo. Ach, scheiße, ich weiß nicht, wie ich ihn ausspreche. Egal, auf jeden Fall hat man die beiden irgendwie in den Trailers zusammen gesehen. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigewin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Okay. Got it. Dann gehen wir wieder zurück und wieder runter. Also dann können wir einfach runterspringen, ne? Ich frage mich gerade echt, was Lini hier macht. Ist der quasi von... Ach, halt, warte, hier sind wir falsch. Von... Ach, wie hieß er nochmal? Alrico oder so? The Thieves. Ist er von ihr hier runtergeschickt worden oder irgendwie so? Soll er sich noch checken? Hä, weil eigentlich... Weil wegen den Serial Disappearance Cases ja nicht verurteilt worden. Ich finde mir noch raus, was er macht. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Sieht gar nicht so schlecht aus. Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Ja, anscheinend. What you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a
distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. I knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Yeah. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. Yeah. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. That's not okay. After this, you two will just be inmates here. Das verstehe. You're very welcome. Aber danke schön. Well, your new life awaits. Ja. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Was machen wir? Wir müssen mit irgendeinem Typ reden. Nee, halt, das ist das Büro, ne? Wo war der Aufzug? Da. Jetzt wäre ich schon wieder fast in das Büro reingerannt. Ist das der Aufzug? Doch schon, ne? Aber ich glaube, der führt nach unten, kann das sein? Ja, warte, wir sind doch schon unten. Der führt nach unten. Noch weiter nach unten. Ich muss zu einem anderen Aufzug. Aber bis ich mich hier wieder auskenne, das kann ja wieder Jahre dauern. Warte, irgendwo hier muss es... Ne, warte, hier sitzt... Ach, ist es da? Da an dem Eck? Ich weiß ja nicht mehr. Hä, wo war denn hier? Ist der Aufzug, der nach oben führt. Weil der andere halt bis nach unten geführt. Ein bisschen doch nach oben. Ah, wo war denn... Ach, da. Aufzug nach oben. Wunderbar. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder erstmal Ewigkeiten hier rumirren, bis ich irgendwas auf die Kette bringe. Ich will mit Linny reden. Ich will wissen, was der hier macht. Wir müssen erst mit dem anderen, mit dem Field-Ding da reden. Ach so, das zeigt uns wahrscheinlich unsere Zimmer. A traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Okay. The bunks are right over there. Follow me. Geräumiger als was ich erwartet habe. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. Ja, das ist gut möglich. We are criminals,
And Paimon did eat that cake. But we're actually here to help Nervalette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Ja, vielleicht weiß er mehr, als es zugibt. Er ist schlau. Paimon thinks so too. Hat zumindest Nervalette He gesagt. probably knew why we came Das here glaube from ich the ihn very auch. beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Können wir auch nichts gegen tun, ne? Da wir schon hier sind. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Nervalette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." Nein. Das sind wir doch ganz nett eigentlich. The Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Nervalette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Da war noch was. You mean... Linnys Anwesenheit. That's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. Er hat sich jetzt auch nicht irgendwie gefragt, warum plötzlich der größte Magier davon fälschlich angeklagt wurde, dass da unten steht, oder was? Ah. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Ich schätze, ja. Ich schätze, er ist denselben Grund hier wie wir. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Schau, da drüben ist was. Huh? Card! Paimon didn't notice it earlier. It's Linnys card. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. Da steht wahrscheinlich was drauf, oder? It's nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Das beweist, dass er auch was vorhat. If you say so. We can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Das haben wir heute schon gemacht. Ah. Hey, you're finally awake. Du bist heute aber wirklich früh auf Paimon. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Was hat er alles erzählt? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Oh mein Gott. Kann man denn mal in Ruhe aufstehen? Ach ja, wir sind jetzt im Hotel, ne? Aber wir wollen ja sowieso dahin und mit Lenny quatschen. Wir müssen nach unten. Okay. Wo müssen wir hin? Ach, wir müssen noch weiter nach unten. Achso, okay. Okay, warte. Jetzt muss ich wieder den Aufzug finden, der nach unten führt. Achso, das ist da vorne, okay. Oh mein Gott. Quite interesting. Mal schauen, was hier noch passiert. Puh, geht's aber ganz schön weit runter, ne? Wie weit ist das bitte schon in die Tiefe gegraben worden? Oder geht's ja immer noch weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter. Okay. Aber jetzt sind wir hier. Hallo.
you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Okay. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Yup. Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Der erklärt uns nicht mal, wie das Ding funktioniert. Wow. Okay, beim Schmieden und Bearbeiten von Werkstücken wird zunächst das unbearbeitete Werkstück in die Maschine eingelegt. Interagiere dann mit der Maschine, um die Herausforderung zu starten. Sollten Werkstücke beim Drehen feststecken, musst du das drehende Stück angreifen, damit die Maschine wieder ihren Betrieb aufnimmt. Nicht, dass wir da ein Schwert haben. Wir werden doch safe kein Schwert mit runternehmen dürfen. Bringe, sobald die Basis des Werkstücks leuchtet, um die Schmiedearbeit abzuschließen. Vergiss nicht, nach dem Beenden des Minispiels deine erfolgreich bearbeiteten Werkstücke einzusammeln. Okay, let's give it a try. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Aha, die klemmt aber regelmäßig was, hm? Was ist los? Was ist denn das für Müll, dass du so oft festklemmt? Okay, you got this. Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Ja, also passt doch. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Warte, okay. Jetzt, Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? Yep. He probably just finished up his work, too. He should be around here somewhere. Ja, lass uns doch mal suchen. Gucken, wo er arbeitet. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Glaube ich kaum. Hey, over here. Ah. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Yep. Oh, Lynette! You're here too! You two really are
inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Echt? Do you still remember him? Ja, natürlich. You mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. Und? And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. Ugh. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Naja, aber das ist doch nicht der Punkt, oder? Warum seid ihr wirklich hier? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours. Ihr wollt wissen, wo Child ist, hm? Sorry, ja, mein Headset spackt heute wieder extrem. Es gibt's Bescheid, falls sich das irgendwie komisch anhört. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Oh, irgendwas anderem? Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Warum bleibt er da so hartnäckig? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Ja. Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Das ist doch eh schon alles gesagt. Betrachten wir es einen Austausch von Informationen. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Ja, Of natürlich. course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Ja. Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide.
It would be more efficient for us to work together. Ja. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Okay. Es tut mir leid, aber ich muss leider ablehnen. Sorry. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Solange wir nur Informationen teilen, ist es in Ordnung. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. Okay. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Ja, ich glaube, damit kann man was anfangen. Look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Alles klar. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk Übertreib about the nicht. investigation later. Let's go get some grub. Ach! Palmen verfressen, wie immer, ne? Ja, jetzt müssen wir wieder nach oben. Warte, wo geht's nach oben? Ich weiß nicht, wo es nach oben geht. Ich glaube, aus der Richtung sind wir gekommen, also ich würde mal schätzen, dass die andere, dass es nach oben in die andere, auf der anderen Seite ist. Nee, hier ist nichts. Ich renne jetzt wahrscheinlich wieder einen unnötig großen Bogen, aber... Aber ich glaube, vielleicht lernt Paimon hier endlich dann mal auch den Mund zu halten, weil es sind nicht alle, es wollen nicht alle Menschen so viel wissen, wie sie mir erzählt. Weil da geht's nach unten, wir müssen nach oben. Geht's nach oben. Waren wir nicht gerade? Wie ging's noch? Wo geht's hier rauf? Hä? Da geht's wohl nach oben. Aber jetzt sind wir wieder in Stockwerk 2 oder nicht? Keine Ahnung. Okay, Moment einmal. Aber vielleicht bringt uns das ja ganz nach oben oder so. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Können wir noch weiter nach oben? Nee, untere Ebene. Hä? Da muss doch irgendwo noch so ein Aufzug sein, der uns nach oben bringt. Schön, dass es stimmt, da kann ich solche Sachen mal nicht rausschneiden. Hä, wie geht's nach oben? Kann ich mich da eventuell schon hin teleportieren? Ich glaube, sonst will ich nicht hin.
Ja, aber ich kann mich zu seinem Büro hochteleportieren. Wie schön ist das denn? Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Irgendwann. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. Willkommen im Knast, Palmion. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Hast du ein Rat für Neuankömmlinge oder quatsch du bloß? I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? Yeah. But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that! Man könnte zum Beispiel plötzlich verschwinden. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? Yeah. In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Nein. Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and I'm usually in the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye now. Ja, bye. Du warst ja nützlich. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Ja, hast du recht, aber es interessiert mich trotzdem, was er gesagt hat. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? Hidden rules. But, like he said, we don't have any coupons, and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Okay, dann gehen wir zurück in den Wurmtrakt. Mal schauen, ob ich dahin finde. Warte, da war doch ein Aufzug, oder? Ich bin jetzt wahrscheinlich wieder in die falsche Richtung gerannt. Ach. Ne, da geht's nach unten. Super. Möchte ich nach unten? Oder sind wir hier schon richtig? Ach, ich glaube, wir sind ja schon richtig. Hä? Ups. Achso, ja. Guck, wir sind schon auf der richtigen Etage. Okay. Ich bin quasi gerade davon weggerannt. Versteht ihr das richtig? Nein! Hä, ich bin doch nicht richtig! Ich muss doch nach oben. Muss ich doch, dass ich noch eins nach oben muss. Wer hat mir angezeigt, dass ich hier richtig bin? Warte, da ist doch ein Aufzug, oder? Ha! Vielleicht schaffe ich es doch noch, um mich auszukennen. Zum Wohntrakt.
Ha! Schön, dass es hier einfach so offen ist. Selbst bei uns im Knast hat man eine Tür, auch wenn es nur Gitterstäbe sind. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. So, das heißt, wir sitzen jetzt eigentlich schon Tag 3 dann im Knast und haben noch nichts geschafft. Diagnose. Ja. What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Ja, ich habe von Child geträumt, glaube ich. Oder besser gesagt, war ich Child in meinem Traum. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Wir haben noch Diagnosis. Child's vision! So you had it with you this whole time? Ja, sicher. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Vielleicht kann ich es nutzen, um all seine Erlebnisse aus seiner Perspektive zu erfahren. And our investigation has its first major breakthrough. Good thing you brought the vision with you here. Aber ich glaube, wir sollten es versteckt halten. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Es war etwas verschwommen. Es gab nicht viel nützliche Informationen. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Lass uns erstmal zur Arbeit gehen. Let's go. It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Safe. Ja, schön, dass wir da jetzt hingeportet werden, weil nochmal versuche ich mich dann nicht runter. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Bin schon dran. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing. Ja. Wollte ich es jetzt einstecken oder sowas? Was soll ich denn damit? Ach Gott. Morgen. Hier. Der dummes Dings. Paimon's beat. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Du fliegst doch nur neben mir und fuchtelst rum. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Hi. Oh, hey there. We've seen
is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Oh! Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Oh. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hi. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Ja, die Regeln haben wir noch nicht gemeistert. Did you just ask about the rules? Yeah. Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Uninteressant. Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. You can tell me a little, then do Truth it. is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. Also was denn halt? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Warum das denn? Like what? Oh, don't scare Paimon. Hey, wir machen sowieso noch bloß unsere Vormittagsschichten, dann gehen wir spielen. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? Yeah. You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Hast du ihn mal gesehen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Ich danke dir vielmals für diese Informationen. Oh? Wir werden es mal versuchen, Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Für mich hört sich das nach einem guten Hinweis an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alright, if you insist. Yeah. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Ja, schon 800 Tauschscheine. What would you like to do this afternoon? Was machen wir heute? Führen wir mal heute erstmal noch freie Ermittlungen durch. Yeah, Paimon felt like some of the people here were a little strange the moment she saw them. Du weißt, eigentlich ist quasi das Ziel, jetzt zu verschwinden, aber lass uns erstmal noch ein bisschen umkommen. Zielphase. Halt gerade, um die Zielphase zu sehen. Der war da vorne so nervös, ne? Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. Ja? No need to be so nervous. Sorry. I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Fürchtest du dich sehr vor ihm? Well, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's
Like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Ich verstehe, du willst gerne seinen Platz annehmen. Hm? What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? War eigentlich nur ein bisschen, aber guten Morgen. Okay, next. Ja. Erreiche die folgenden Ziele während deiner Haft in Front der Gefängnis, um die Handlung vorzunehmen. Wirf dich während der Arbeit am Vormittag für weitere Arbeitsgeschichten bei Garwine. Ja, das sollen wir eigentlich dann tun, hauptsächlich. Aber wie schon gesagt, ich würde mich auch gerne so noch ein bisschen umgucken. Aber bevor wir untersuchen jetzt noch ein bisschen was. Am nächsten Tag machen wir dann das andere Dings, was es noch gab. Und dann ziehen wir das durch mit der Arbeit. Weil, ich will jetzt nicht so komplettes Straight einfach nur stur durchspielen, da auch ein bisschen umgucken. Wobei ich glaube, dass ich spätestens um 11 aufhöre. Denke ich. Es sei denn, die Story ist zu spannend und ich kann nicht aufhören, weil wie gesagt, morgen ist Schule. Es war jetzt natürlich scheiße, dass ich mir einen Donnerstag dafür ausgesucht habe. Hätte ich doch einen Samstag genommen oder so. Das war jetzt auch wieder so super intelligent von mir. Aber Samstag eigentlich auch beschissen. Ja, naja. Egal. Hey, it's the Traveler in Paimon. Ne, erinnerst dich doch an unseren Namen, was? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Oh, danke schön. No, we couldn't take them. It's a reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. Okay, okay. Danke. Und die anderen sind wieder... Wo? Ach, da ist noch ein Teleporter. Sollte ich vielleicht mal aktivieren. Ich glaube, wir müssen nach unten, denke ich mal. Nee. Hier unten ist nichts mehr. Okay. Auch schön das zu wissen. Dann gehen wir nach oben, dann müssen wir weiter nach oben. Wir müssen wahrscheinlich ganz hoch, weil vorne sind wir vorne runter, weil das andere auch woanders war. Ach, da darf ich wieder nach 2 Aufzügen suchen. Warte, oder Moment einmal dann. Oder wir teleportieren uns. Ein Stück. Und dann suchen wir hier noch das... Ah, war der nicht in der Richtung? Bin auch nicht bescheuert, oder? Weil ja alles so ein Kreis ist. Da kann man... keine Ahnung, da kann ich mich immer nicht aus, wenn ich immer nur im Kreis rennen muss. Aber ich bin richtig. Ha. Das ist nett. Hi. Oh, wonderful.
I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Natürlich nicht. Someone likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? Oh, scheiße. Mein Kabel hängt gerade vom Headset, hängt gerade wieder überall fest. No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Wie geht's Lynn? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Okay. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Okay, so... Quit following me. Warte, wie komme ich in den anderen Trakt jetzt da wieder rein? Achso, halt, da muss ich... Okay. Ich glaube, ich hab's gesehen. Aber wir müssen so viel rumrennen. Das ist größer, als es aussieht. Müssen wir da drüben rein. Also, das ist unser Zimmer. Oh, you want to stop investigating and go rest? Jo. Es ist Zeit. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Ja. Oh, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. Ja. The dawn of a new day. My mom feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? Na, das ist eine gute Frage. What do you have planned for us? Ja, ich weiß schon. Aber das möchte ich noch nicht machen. Erstmal gehen wir zur Arbeit. Ich möchte noch nicht komplett durcharbeiten. Ich möchte erst das andere Zeug noch machen. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Ja, das möglich ist. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Ja, okay, wir werden jetzt zugezwungen, das zu machen. Sure. Let's just say we really want to test our limits. Nice! We did well today. Let's keep it up. Wir uns hinterher schon. Denkt sich wahrscheinlich auch noch, was sind wir für Deppen. Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? Lass uns einfach weitermachen. Jetzt denkt sich wahrscheinlich auch nur sowas ernsthaft. That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Los, lass uns essen gehen. Er denkt sich wahrscheinlich auch nur, was haben wir für ein Vogel. Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Oh, Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? Das fällt jetzt auf?
Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Sollten wir uns mal keine großen Hoffnungen machen. There's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Ja, bestimmt. Wait, what? Das ist... What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? Ich habe noch nie sowas gesehen. Also irgendwas stimmt da nicht. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Vorhin ist jemand verschwunden. Jetzt gibt es dieses seltsame Fleisch in unseren Rationen. No, stop right there. Paimon gets what you mean. Just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fine? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! So, es ist okay. What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Das müssen wir selbst rausfinden. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. Seltsames Fleisch. Das seltsame Wohlfahrtsmahlzeit, nach Verstoß der Geheimregel des Produktionstracks in Tauschkantine erhalten hast. What would you like to do this afternoon? Lass uns die gefundenen Hinweise untersuchen. Yeah, Paimon felt like some of the people here were a little strange the moment she saw them. Ah, jetzt müssen wir wieder nach oben, ne? Oder? Okay, was ist unser Ziel jetzt? Okay. Ne, einmal müssen wir nach oben, einmal müssen wir nach unten. Oh, das Klärchen. Quit following me. Gehen wir jetzt nach oben, weil das haben wir jetzt zuerst gefunden. Okay. Rowan? What are you doing here, Chief? I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where is Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. Das ist nicht nur ein Zufall. That's actually really strange.
Cedrine's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. Menschliche Klinik. Jemand sagte mal, dass ungefähr eine halbe Stunde vor Beginn der Mittagsmahlzeit niemand mehr in der Klinik zu finden sei. Was könnte die oberste Schwester Sigwin, keine Ahnung, in dieser Zeit tun? Gucken wir uns doch mal um. Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Cedrine? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ah ja. Whoa, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Aber wir sollten für diese Information bedanken. For the notebook, let's take it. Komm, was tun wir jetzt einfach? Forschung bezüglich der Eigenschaften von Melusinen. In Forschungsnotizen steht geschrieben, dass Melusinen der Welt anders Menschen anahnen und bla bla bla, hat Paimon gerade gesagt. Okay, dann müssen wir jetzt noch einmal nach unten. Mir ist gerade aufgefallen, ich kann natürlich auch einfach immer runterspringen. Ich muss nicht ständig immer diesen dummen Aufzug suchen, ich kann auch runterspringen. Obwohl, da kann ich nicht runterspringen, da muss ich schon einen Aufzug suchen. Das Wasser. Da geht's nach oben. Da hinten geht's nach unten. Na, ich bin im Skaramusch jetzt gerade schon sehr dankbar. Kann ich so mal ein bisschen beschleunigen. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Oh, da unten ist sie. Cedrine? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, traveler. Paimon? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? Willst du noch ein Tier jetzt nebenbei? I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melusines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Wait, Melusines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body and make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. Okay. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Aufpassen. Oder keine Ahnung. Okay.
Wo müssen wir noch hin? Okay, da haben wir alles. Ah, wahrscheinlich müssen wir wieder oben den Dingstrakt, oder? Ja, heute sind wir ja gerade, das bin ich und der, oder? Oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wo der Teleporter stand. Ah, ne, ich war ja schon einigermaßen. Nee, sind immer noch hier. Das war jetzt schon dämlich. Okay, egal. Wait. Ah, okay. Schön, dass du uns einfach spawnt. Hallo? Ich will gerne nach oben fahren. Na, danke. Ja, das Internet ist gerade irgendwie nicht so geil, wenn ihr oben seht. There's no need to exchange pleasantries. Telebeschreibung, Objekt ist verschwunden. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich den Stream hier auch bald beenden sollte. Sollte ich wirklich dringend. Wie gesagt, ich muss noch Mathehausi machen. Zum Glück habe ich kein Deutschhausi oder sowas noch auf. Das wäre ja schlimm. Okay. Wir müssen jetzt noch eins hoch in den Wohntrakt nach oben müssen wir, glaube ich. Quit following me. Also wir sind nicht verschwunden. Aber wir haben komisches Essen gekriegt. Strange. Schauen, was wir hier noch so rauskriegen. Ich glaube, allzu viel machen wir heute wirklich nicht mehr. Auch wenn es, glaube ich, ein bisschen kacke ist, irgendwie mitten in einem Akt das so zu unterbrechen. Und ich weiß halt auch nicht, wann ich das nächste Mal streamen kann. Okay, ich glaube, ich könnte morgen direkt. Too slow. Schlafen wir mal. Oh, you wanna stop investigating and go? Ja. Okay, you should So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? Also ich habe da was, aber es hat leider nichts mit Schall zu tun. Really? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. Was haben wir denn? The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. What do you have planned for us? Gib dich am Nachmittag in die Pankration-Arena und teile ich die Info. Okay. Ach, wir haben genug. Lass uns mal ein bisschen die Arbeit umgehen heute. Keine neuen Hinweise. Es könnte sich lohnen, öfter im Produktionsauftrag zu arbeiten. Mal sehen, ob ich auf etwas Unerwartetes stoße. Okay. Dann gehen wir arbeiten. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Schau mal, ob es irgendeine einfache Arbeit gibt. Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Yeah. Beantrags eine einfache Fertigungsauftrag und Herzproblem muss Tauschgutscheine. Okay.
Ich höre eigentlich immer, dass hier irgendwo Stressdroge aufploppt. Ja. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. What would you like to do this afternoon? Geh mal zur Arena. Young child, he must have been there all the time. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal noch dahin und ich glaube, dann beenden wir den Stream für heute. Ich hoffe, ich krieg's hin. Nein, weil ich werde immer so gefesselt von solchen Stories, aber wir haben dann schon 11. Wie gesagt, ich muss noch aussehen. Aber es sind nur ein paar einfache Matheaufgaben. Darum soll es eigentlich gehen. Okay. Gehen wir uns mal nach unten und schauen uns ein bisschen um. Vielleicht hat er ja auch jemanden umgebracht und ist deswegen verschwunden. Too slow. Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I can understand. Ja, sicher. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Let's give it a try. Great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win Das ist ja credit so ein coupons. Merkspiel. Aber Merkspielen bin The ich eigentlich second gut. you mess up the order, you lose. Game over. Okay. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Yo. Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Yes. Okay. Die Ziele schießen nacheinander nach oben. Sobald das Ziel Licht blau aufleuchtet, musst du die Ziele in der Reihenfolge treffen, in der sie nach oben schießen. Bestehen so 4 aufeinanderfolgende Runde, um die Herausforderung abzuschließen. Umgekehrt für eine bestimmte Anzahl von Treffern und der falschen Ziele zu Bescheid in der Herausforderung. Durch außerdem. Okay. Let's give it a try. Merkspielen bin ich gar nicht so scheiße. Okay, warte. Problem ist, ich habe jetzt schon am Anfang was verpasst. Gott, das ist kurz gegangen. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Voilà. Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. Yeah. However, you two haven't tried betting on the outcome of a Pancration match yet, have you? Nein. Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but
I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? Könnte es sein, dass es eine Art Regel gibt? What? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Die Geheimregeln sind jetzt noch genannt, oder? Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bit. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. Wir werden jetzt wahrscheinlich alle geheimen Regeln brechen, bis wir verschwinden, oder? But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? Weißt du etwas über ihn? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... Danke dir vielmals für die Information. We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Ja. Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Lass es doch einfach versuchen. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Ja. Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Ja. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? Okay, es geht eigentlich nur darum, wir haben genug Tauschscheine. Jetzt einfach erstmal zur Arbeit gehen. Working here so long, we're really starting to... But doing the same thing all the time can get old. Okay, schauen wir jetzt, ob eine Einfachheit ist. Gut. Dann werde ich jetzt aber bald... Looks like hard work really does get rewarded. Paimon's gonna take her time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? Auf zur Arena. Sure. If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. Are you two here to buy tickets?
Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Gib uns einfach beides. Huh? For both fighters? Mhm. I could tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Ach, wir You wissen, was wir don't tun. quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. All right then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yep. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupons. Dann schauen wir, was morgen passiert. Ah, shit, jetzt haben sie mir keine Zeit gegeben, den Stream zu beenden. Hope we can make even more progress tomorrow. Aber wenn jetzt wieder so nahtlos weitermachen, dann werde ich wahnsinnig. Dann will er jetzt einfach doch gleich einfach durchzocken. Hey, Traveler. Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Huh? A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Ich habe nichts gekauft. Ist das etwa? Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! Vielleicht ist ein Paket von Nivelet. Also, aber ist okay. Es ist nichts Unheimliches, aber es ist etwas Seltsames drin. Okay, dann nicht, ne? Warum sollte er uns ein Paket schicken? What is it? Are you okay? Ja? Let Paimon take a peek too. Ja, mach mal. Rote Flüssigkeit. It's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... Den Gerüchten zu folgen ist ein Boxer verschwunden. Und die Farbe der Flüssigkeit in diesem Fläschchen sieht eindeutig wie Blut aus. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Möchtest du mal drin riechen? Ugh, no way. Get that stuff away from Paimon. Okay. In diesem Mod wimmelt es nur so von seltsamen Dingen. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon on this one, okay? Okay. Seltsame blutrote Flüssigkeit. Strange. What do you have planned for us? Okay, wir haben jetzt noch 1100 Tauschscheine übrig. Dann... Ja, lass uns heute mal... It's nice to slack off a little. Less work means less coupons. Let's make the most of our morning. Okay, weißt du was? Wir spielen den Akt jetzt einfach zu Ende. Ich komme sowieso nicht dazu, den Stream zu beenden. Quit following me. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please,
Don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Was machst du denn hier? Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. Ja, und Vroni hat mit dem Herzog. Okay. Wenn das so relevant ist. Jetzt müssen wir das safe wieder nach oben, oder? Oder müssen wir da rein? Was ist denn hier rein? Oh, gehen wir nach unten? Tatsächlich. Aber da war doch noch eine Sackgasse, oder nicht? Also, oder sind wir noch gar nicht so weit unten? Too slow. Ach nee, wir sind hier in der Arena. Na, okay. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Yeah. Well, did anything happen? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait, are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Yeah. Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? So eine Frage kannst du auch nur du stellen, also geht's sehr gut. Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Yeah. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Ich Let's glaub just nicht. say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta products in the Fortress of Meropide. Verstehe. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Okay. Fördere das
Turniers. Okay. Also wir haben jetzt schon 2 verbotene, versteckte Regeln gebrochen. Aber wir sind noch hier. Es sind nur komische Sachen passiert. Ha! Okay. Gibt's hier noch weitere Hinweise? Following me. Da ist noch was. Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontico symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Lass uns schnell mal nachschauen, bevor noch jemand kommt. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? Wovor hast du Angst? Wir sind doch schon hier. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Das Produkt in der Entwicklung. Okay. Jetzt gehen wir safe wieder zurück in den Wohntrag. Ich weiß nicht, wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Ich habe vergessen mitzuzählen. Ja. Aufzug? Danke. Fährst du uns bitte nach oben? Halt, warte, wir fahren jetzt nach unten gerade, ne? Ups. Relax. Oder waren. Achso, wir waren oben. Achso, ja, das hat so. Hat gerade so gehackelt. Okay. You think I've got a sharp tongue? Got it. I just tell it like it is. Sind oben. If someone can't handle it, Lass mich durch. Danke. maybe that's their problem. Okay, dann. Wo müssen wir hin? Wir sind da. Jetzt hier auf der Höhe vom Büro, ne? Müssen jetzt noch eins nach oben. Oben ist dann die Richtung, wenn da unten ist. Ha. Ich habe langsam den raus. Doch noch nicht. Gucken wir uns dann noch ein bisschen um. Okay, okay. Achso, nee, halt ein bisschen runter. Ah, nein. Ups. Ein bisschen runter zum Essen. Ja, warum das denn? We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Zeit für eine Pause. Alright. But remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does get rewarded. Paimon's gonna take her time and savor every
every bite. What would you like to do this afternoon? Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Lass zur Arena gehen. Really getting the hang of things at the Pancration Ring now. But just playing the same game over and over, it's getting kinda tiring. Okay, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Yeah, why don't we have Collins lower the difficulty a little? You know, so we can just breeze through each level. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? Ich glaube, ich habe da was. Really? Then it looks like Warte, haben wir das jetzt ja wieder, ne? nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, Traveler. Drehen uns gerade im Kreis, kann es sein. So ein bisschen. Okay. Ziel dieser Phase erreicht. Okay. So we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Geben wir ein paar Tauschstände aus, um mehr Zeit für unsere Ermittlungen zu gewinnen. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Oh, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Wait, was? Okay. Mir hat aber jetzt gerade so einen wunderschönen Cut reinbringen beendet. Das Ganze hier auch mal. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal stream. Entweder morgen oder übermorgen oder so. Oder vielleicht auch erst am Sonntag. Ich weiß noch nicht. Anyway, ja, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lang das hier noch geht, weil ich glaube, wie viele Stunden spielen wir jetzt schon? 2 vielleicht? Bin mir nicht ganz sicher. Darum, ja, ich weiß nicht, wie lang der Akt noch gehen wird, aber wenn das beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht mehr ganz so lange dauert, werden wir den 4. gleich mit dranhängen. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr geht jetzt alle schön ins Bett, weil es ist spät, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!